absoluter Schwachsinn. Jetzt mal ohne Quatsch. Guck dir dieses Bild mal an. Hi, heute geht es darum, Teddy und ich möchten gerne einen Film gucken, aber Teddy sieht immer schlechter und dem ist das Bild zu klein. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben uns einen Beamer bestellt und der hat unter 100 Euro gekostet und heute wollen wir sehen, was der kann. Und deswegen, damit Teddy und ich einen geilen Film gucken können, legen wir direkt los mit dem Beamer unter 100 Euro. Unboxing jetzt. Ich bin gespannt. Du auch? Du bist auch gespannt. So kommt's an. Leisure 430 von VenQ. Minimalistischer Karton. Keine großen Specs. Muss auch nicht sein. So, es kommt in einer wunderschönen Tragetasche. Verpackungstasche. Also astrein. Das hast du bei teuren Geräten nicht. Komm im Pappkarton, da ist eine Plastiktüte drum und dann war das. So, guck mal wie schön. Alles klar, Reinigungstuch, Stifte, obligatorisch, Standard wie immer. Kleine Hinweise, brauchen wir nicht. So. Der Beamer, schön festgeschnallt, auch großartig. Okay, alles an Beiwerk. VGA-Peitsche, um Altgeräte anzuschließen. Eine gut aussehende, ich sag mal Standard-Fernbedienung. Stromkabel an der Seite. Beamer, Gerät an der Seite. Ist auch ein Abteilwändchen, damit der Beamer vernünftig drin steht. Auch mit den Festschnüren. Finde ich super. So, hier haben wir den Beamer. Schönes Design. Fühlt sich auch wertig an. Absolut. Kein billiges Plastik. Also fühlt sich nicht an wie billiges Plastik, das muss man mal sagen. Abdeckung. Zack. Wow, guckt euch das mal an. Yeah! Da sieht man, wie viele Linsen in dem Gerät schon verbaut sind. Freunde, auch das ist kein Standard, muss ich einfach sagen. Fühlt sich alles toll an, sieht alles toll aus. Geil. Anschlüsse, Strom, klar. Lüfter. Ich denke, hier kommt der Ton raus. Das wird Lüfter sein. Das wird auch Lüfter sein. Dann haben wir die Anschlüsse Kopfhörer, AV, SD-Karte, USB, ein HDMI und ein VGA für den Anschluss am zum Beispiel PC-Monitor, Präsentation für Präsentation. Hier haben wir einen Empfang für die Fernbedienung, hier haben wir einen Empfang für die Fernbedienung. Bedeutet, wir können ihn natürlich von beiden Seiten besteuern. Einstellrädchen, wenn wir ihn hinstellen, zum höher runterdrehen. Toll. Ich würde sagen, wir schließen das Ding an und dann sehen wir mal, was der wirklich kann. Stecken wir noch den Fire TV Stick ein. Das Kabel für unser Boxensystem. Nehmen hier vorne noch die Linse ab. So, wir haben unseren VenQ aufgebaut, unsere Leinwand runtergefahren. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Gerät starten und das Licht ausmachen. Also von daher schauen wir mal. Ich glaube, ihr habt schon gesehen, es ist sehr hell hier, weil die Fenster lassen sich nicht komplett zumachen. Was bedeutet, wir haben hier nicht optimale Bedingungen. Es ist nicht stockeduster und dennoch werden wir sehen. Oh, ja, jetzt, also mal ernsthaft, Deckenbeleuchtung ist auf 100% und man kann hier schon sehr gut erkennen, was so los ist. Ich mache Licht mal aus. Alles klar? So, wir haben ein schönes großes Bild, komplett auf die gesamte Diagonale. Farben, bombastisch. Finde ich gut, finde ich super gut. Okay, Fire TV Stick haben wir angeschlossen. Wir gehen mal rüber, Bildschirmschoner runter. Wir haben eine Auflösung, wie gesagt, von 720, 1280. Aber Dinge wie Startseite sind zu lesen, kostenlos streamen, Pluto, Schriften sind auch alle zu lesen. Gestochen scharf für die Verhältnisse und wir gehen mal rein. Also Bild finde ich fantastisch. Wie gesagt, wir haben hier, man kann mich noch ganz gut erkennen, hier kommt wirklich noch sehr viel Licht rein, von allen Seiten von den Fenstern. Und ich bin wirklich begeistert, muss ich echt sagen. Gehen wir mal auf ein Video. So, wir ziehen uns gerade hier einen Kaffee und was hier in Kroatien cool ist, wenn du dir hier einen Kaffee gezogen hast, dann kommt der Becher direkt mit einem offenen Löffel raus. Auch eine ziemlich coole Nummer. Ja, und es gibt halt wesentlich mehr Sorten als bei uns. Und ein Becher kostet 60 Cent.
Das finde ich sieht erstmal sehr gut aus. Das war jetzt okay, das war jetzt ein Shorty. Wir gehen jetzt mal auf ein großes Video. Schauen uns das mal an. So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Freunde der Sonne. Und zwar dreht sich um Folgendes, ist ja gerade Urlaubszeit und wie ihr auch wisst, Farben saftig, alles hervorragend. Ich meine, ich muss selber mal gucken, wie das von hier hinten aussieht. Ich zeige euch gerne nochmal. Ich mache mal eben den Ton aus. Ich zeige euch mal gerne. Da kommt jede Menge Licht rein. Da kommt jede Menge Licht rein. Und da ist auch noch offen. Also von daher, das ist der Knaller. Also ohne Scheiß. Für das Geld, was dieser VenQ kostet und dem, was man hier nach Hause bekommt, ist das doch der absolute Knaller. Also wir fahren mal gerne ein bisschen rein ins Bild. So. Wenn man starten möchte mit einem Beamer und nicht gleich anfangen will mit irgendwelchen komischen, keine Ahnung, 300 reicht auch schon, ist auch eine Menge Geld. 300, 500, 600, 800.000 brauchen wir gar nicht drüber reden. Es wird immer so viel erzählt, was man alles braucht. Es muss immer dicker, fetter, geiler. Absoluter Schwachsinn. Jetzt mal ohne Quatsch. Guck dir dieses Bild mal an. Trotz der Lichtverhältnisse, die hier drin sind, haben wir hier ein saftiges Bild. Wir haben schöne, helle, saftige Farben. Und wir haben an den Einstellungen noch überhaupt gar nichts gemacht, denn wir können das Bild auch noch ändern. Wir haben jetzt Vivid. Okay, jetzt sieht man hier den Unterschied, sehr hell. Hier wird es dann ein bisschen dunkler. Dadurch werden Farben auch etwas kontrastreicher. Was haben wir hier noch? Soft. Soft ist auch schön, muss man auch mal sagen. Also ich denke, je nachdem, wenn man zum Beispiel einen sehr dunklen Film guckt, könnte es von Vorteil sein, dass man auf Vivid stellt, um da nochmal die Leuchte auf ihre volle Pulle zu bringen. Wobei wir auch hier sehen, in den Helligkeiten ist gerade mal 53. Also die Lampe ist noch gar nicht ausgelastet. Hier sind wir bei Helligkeit 50. Ich glaube, Soft gefällt mir sogar am besten. Alles ist noch mal ein bisschen schöner, weicher. Die Farben kommen noch mal schöner zur Geltung. Also, das ist wirklich der Knaller. Einfach geil. Einfach geil. Wir können alles ansteuern. Gut, wie gesagt, den Ton, den haben wir jetzt über unsere Anlage am Laufen. Über die internen Boxen, da kann man halt nicht viel erwarten. Da sind Standardboxen eingebaut der günstigsten Art und Weise. Allerdings haben wir das sogar bei Geräten, die auch schon die 300 Euro oder 400 Euro ankratzen. Also auch Sachen wie von Anker und Nebula. Wenn man da nicht auf die High-End-Geräte geht, dann sind da jetzt auch nicht die allerbesten Boxen drin. Bei der Nebula, Anker, da ist der Ton mal besser, ja, aber aufgrund der Beschaffenheit, sage ich mal, der Dosenform. Da kann der Klangkörper natürlich ganz anders arbeiten als in einem Beamer wie jetzt hier. Hören wir uns mal an, wie der Ton aus dem Beamer selbst rauskommt. Jetzt schwenken wir einmal rüber. Den Boxenanschluss mal ab. Also jetzt sage ich, gut, jetzt sind wir bei der 4. Woche. Das heißt, wir reden nicht mehr davon. Und jetzt haben wir den Ton aus der Box. Komplette Tag, 15 Tage, ist auch nicht schlimm, konnte gar nichts nutzen. Alles egal. Erste Woche zu Hause, auch egal. So, jetzt sind wir aber bei 4 Wochen. Amazon Prime-Mitgliedschaft. 4 Wochen. Also das ist der Ton aus der Box. Wie gesagt, selbstverständlich kann man da nicht erwarten, dass da High-End rauskommt. Zum Verstehen ausreichend. Für jetzt einen geilen Kino-Blockbuster mit Explosion und dem ganzen Rambazamba. Okay, da wird er wahrscheinlich den einen oder anderen stören und der wird sagen, nö, ist nicht schön. Aber heutzutage haben wir so viele Boxen, ob jetzt teuer von JBL oder auch günstige, ob vom Actionmarkt, die wir da anklemmen können. Also von daher sollte das alles gar kein Problem sein. Wir haben uns das Bild angeguckt, wir haben uns die Helligkeit angeguckt, wir haben uns die Farben angeguckt. Klar kann man jetzt hier auch noch Farbtemperaturen ändern und das Seitenformat. Wir können das Bild auf den Kopf drehen. Können wir alles machen. Wir können auch die Anzeige verkleinern. Das bedeutet, wenn wir jetzt nicht 100% haben wollen, dann können wir hingehen, 90. Und jetzt sehen wir, dass das Bild kleiner geworden ist. Das bedeutet, wenn ich aufgrund von irgendwelchen Abständen einen Abstand nicht einhalten kann, um das Bild komplett auf die ganze Leinwand zu bemaßen, dann kann ich bis 75%, alles klar. Also ich kann bis 75% runtergehen und kann das Bild dann dadurch verringern. Jetzt machen wir den Hausboxenanschluss wieder rein. Alles klar, zack. So, Lautstärken. Also dementsprechend können wir hier alles einstellen, was man braucht. Mehr gibt es dazu, glaube ich, wirklich nicht zu sagen. Wir haben schon alles zusammengefasst. Die Einstellungen, die wir uns jetzt hier angeguckt haben, passen definitiv für jede Anwendung, die man braucht. Standardeinstellung war schon super. Wir haben ein 120 Zoll großes Bild und dieser Raum hier ist, wie gesagt, sehr hell. Trotzdem können wir alles erkennen. Astrein. Einfach nur super, mega geil. Wir können uns das Ding einpacken, das Ding wiegt nicht viel.
überall mit hinnehmen, beim Fußball draußen anklemmen. Wie gesagt, eine kleine Box hinterher, damit der Klang ein bisschen besser wird. Die Tasche ist mit dabei. Wir können alles mobil und super einfach, gut verpackt mitnehmen, einpacken. Fire TV-Stick dran geklemmt und alle Wege sind uns offen. Ich komme mal wieder hier rum. Machen wir Licht mal wieder an. Eins darf man ja auch nicht vergessen. Und zwar gibt es ja ganz viele Beamer, wo man gar nicht, ich muss mal meinen Salat hier verstecken. Es gibt ja ganz viele Beamer, wo man gar nicht einen Fire TV-Stick dran knüppeln kann. Viele haben ja diese ganzen urheberrechtsgeschützten, länderspezifischen Geschichten wie Netflix, Amazon Prime blockiert. Wir haben auch schon einen Beamer gehabt, ich habe alles angeschlossen, Bild kriegst du, Ton kriegst du nicht. Konntest du machen, was du wolltest. Bei einem anderen kriegst du einen Ton, kriegst du kein Bild. Das Ding hier für das Geld, wie gesagt, wirft uns hier alles an die Wand oder Leinwand. Klar, haben wir hier beste Voraussetzungen, da wir eine vernünftige Leinwand haben. Projiziert ihr jetzt, wie vielleicht einige, direkt an der weißen Wand, dann kommt es drauf an, wenn ihr Raufaser habt, ist klar. Oder irgendeine perforierte Tapete, dann kann sich das im Bild widerspiegeln, ist nicht ganz so optimal. Leinwände für zu Hause in der Art kosten ein bisschen was. Leinwände für mal eben schnell, kriegt ihr bei AliExpress, kriegt ihr mittlerweile bei Temu, super für kleines Geld, unter 20 €, auch schon große Dinger, hängt da auf, spannt da unten ein bisschen mit einem Seilchen, einem Gewicht oder wie auch immer, habt ihr genau das gleiche Bild. Wen das interessiert, gerne in die Kommentare. Ich habe 2 Leinwände da, eine normale zum Bespannen in weiß und eine von diesen kontrastreicheren, die diese Reflektoreneigenschaften haben. Der reflektiert da mehr, das bedeutet für Beamer, die nicht ganz so hell werden, strahlt da nochmal mehr Farbintensität, Kontrastwerte, Schwarzwerte gehen alle nochmal immens in die Höhe. Hier muss ich sagen, also das Ding bleibt da, ne? Ganz klare Sache. Also, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Wenn ich die Kamera auf die Leinwand halte, seht ihr die Leinwand schön und der Rest sieht dunkel aus. Ihr habt beim Schwenken einmal gesehen, wirklich, wie hell das hier eigentlich noch ist. Und trotzdem haben wir hier überhaupt gar kein Problem. Und ich bin der Meinung, das ist immer der Hauptpunkt, der immer ankritisiert wird bei günstigen Beamern, dass die Lampe nicht genug Power hat, zu wenig kommt, gerade bei einem großen Bild wie jetzt hier, über die volle Breite, zu wenig kommt an. Das heißt, egal, was die für ansilumen und angeben, es stimmt ja nie mit dem, was da an eine Leinwand ankommt. Denn was das Ding kann und was da ankommt, sind 2 Paar Schuhe. Hier sieht man ganz klar und deutlich, ich habe ein fantastisches Bild. Anschaffungspreis mehr als gering. Wer keine Leinwand hat, unter 20 €, gar kein Problem. Habt ihr auch hier so ein Riesenteil, hängt euch einfach hin. Anschließend mitnehmen, Freude haben beim Fußball, beim Sport oder was auch immer ihr gerne. Netflixen, draußen im Sommer, egal, an der Garagenwand, am Hof. Auch die mobile Leinwand logischerweise könnt ihr dann überall mit hinnehmen. Schnell aufgehangen, ob am Garagentor mit Magnete, alles super. Größe des Bildes von 100 bis auf 75, runter zu skalieren oder hoch zu skalieren, je nachdem. Ihr könnt alles anpassen, saftige Farben, alles macht Spaß. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich mache das Licht jetzt wieder aus, dann ziehe ich mir einen geilen Film ran. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, runter in die Kommentare. Ich beantworte die gerne, lese jeden Kommentar. Wenn ihr wollt, dass ich das mit der Leinwand nochmal teste, egal ob mit der Kontrastleinwand oder mit der weißen Leinwand, ebenfalls runter in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Beamer zu den Anschaffungspreisen? Alle weiteren Infos, Preise, wo ihr das Ding kriegt, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen bei der Anschaffung eines ersten Beamers und hoffe, mich zerlegen jetzt nicht die von solchen Beamern nichts halten, aber dieses Video war nicht für Leute, die High-End wollen, sondern dieses Video war an die Leute gerichtet, die am Überlegen sind, sich erstmalig einen Beamer zu kaufen, nicht zu viel Geld ausgeben wollen und damit hoffe ich, konnte ich dem einen oder anderen helfen. Dieses Ding ist der Knaller. Viel Spaß, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Robby. Ich mache jetzt erstmal Netflix, kalte Cola und dann gucke ich mir mal an, wenn ich mir jetzt reinziehe. Irgendwann ziehe ich mir jetzt rein. Teddy, du könntest uns mal eine kalte Cola holen. Wir gucken uns jetzt schön was an. Hat er jetzt von Sparta? Sparta ist auch super. Wir gucken Sparta. Alles klar. Und ihr jetzt abschalten. Ne? Abschalten. Bis zum nächsten Mal.